Polo Hofer war mehr als ein Musiker, er war ein Pionier, ein Provokateur, der Erfinder des Schweizer Mundart-Rocks. Zu Recht trug er den Übernamen Polo National. Bei seinen Liedern singt jeder mit. Polo Hofer kommt 1945 als Urs Hofer zur Welt. Er wächst mit 3 Brüdern auf. Auf diesem Foto sind nur 2 von ihnen zu sehen. Die Eltern führen ein Kleidergeschäft. Er ist bei den Pfadfindern, eine Schlüsselstelle seines Lebens. Er wird auf den Namen Polo getauft, direkt neben dieser Burg. Weil meine Eltern ein Kleidergeschäft hatten, wo sie, das war dann das Neueste, Polo-Hemden, Polo-Shirts im Schaufenster hatten. Und dann ist meinem Pfadiführer einfach der Name eingefallen. Ja, und ich bin auch der einzige Pfadi, der bis ins hohe Alter der Pfadi-Name ist geblieben und sogar zu einem Brand geworden, wenn du so willst. Bei Pfadi-Unterhaltungsabenden imitiert er Louis Armstrong und legt dadurch seine scheue Art ab. Er träumt von einer Karriere als Sänger, macht Musik. Sein Vater verlangt, dass er eine Lehre als Handlithograph macht. Heimlich spielt er weiter in einer Band. Sein Vater gutiert das nicht. Nachher hat er gefunden, ich sei ganz am falschen Ort. Und ich habe gesagt, nein, ich spiele jetzt bei dieser Band. Ich bin eingesprungen für einen Schlagzeuger, eine Woche lang. Und, nachher, das war ein Nachtclub in Interlaken mit Striptease. Nachher hat er einfach das daneben gefunden, oder? Dass ich als 18-Jähriger in so einem Laden bin. Und weil ich mich geweigert habe, nicht zu verlassen, hat er mich verhaftet. Vor allen Leuten. Das hat mich so mögen, dass ich nachher 10 Jahre nicht mehr geschnurrt mit ihm. Er bastelt weiter zielstrebig an seiner Musikkarriere. Mit seiner ersten Band The Jetmen tourt er mit englischen Liedern durch Clubs im In- und Ausland. Die aufstrebende Karriere gerät ins Stocken. Er gibt einem ehemaligen Bandmitglied sein Keyboard nicht zurück und verkauft ein Schlagzeug, das ihm nicht gehört. Polo muss ins Gefängnis. In meinen einsamen Nächten in der Zelle habe ich mir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Es muss etwas ändern. Und dann hatte ich die Vision, ich tue eine Mundart-Band auf. Und das hat es noch nicht gegeben. Und ich habe schon gewusst, die muss heissen Rumpelstilz. Wieder in Freiheit, anno 1971, gründet Hofer die Gruppe Rumpelstilz. Mit Teddybär schaffen sie den Durchbruch und katapultieren sich mit Kiosk an die Spitze der Hitparade. 1984 gründet er die Schmetterband. Sie veröffentlichen 18 Alben, landen zahlreiche Hits wie Gickerig oder Stürlebeck. Mit Alpenrose schaffen sie es 1985 an die Spitze der Charts. Dieses Lied wird 2006 zum größten Schweizer Hit gewählt. Ein Lied, das in der Bevölkerung fest verankert ist. Ich hocke auf einem Bänkchen am Waldrand, es ist Maibummel und es laufen 3, 4 Klassen vorbei und singen Alpenrose dazu. Ja, das ist berührend. Nie hätte ich gedacht, dass sich das als Wander- und Marschlied eignet. Er singt nicht nur, er dichtet auch und steht vor der Kamera, hier im Film Die Nagelprobe. Es gibt ein Problem. Und er malt. Eine Art Meditation für ihn. Nicht nur sein künstlerisches Schaffen ist intensiv, sein Lebensstil generell. Drogen und Alkohol sind seine stetigen Begleiter. Er setzt sich stark für die Hanflegalisierung ein. Das ist natürlich auch ein Hausmittel gegen allerlei Sorgen und Kummer. Nicht? Da kann man sich das Aspirin sparen. Sein exzessiver Lebensstil bringt ihn immer wieder an seine Grenzen. Er ist ein Lebemann. Seine Probleme bespricht er aber nur mit wenigen, allen voran mit Isabel Hediger. Während 7 Jahren ist sie seine Lebenspartnerin. Sie stirbt mit 36 an Krebs.
1997 heiratet er seine zweite große Liebe, Alice, Inhaberin eines Sarggeschäfts. Sie kommt aus dem gleichen Kulturkreis wie ich. Es ist einfach gescheite und ja, es ist meine grosse Liebe. Gesundheitlich geht es Hofer immer schlechter. Seine Auftritte werden rar. Als er 2015 zum Schweizer des Jahres gewählt wird, wirkt er gezeichnet. Sein Humor blitzt trotzdem durch. Ich glaube es ja nicht. Was ist los? Es freut mich, es freut mich, es freut mich, freut mich. Danke, 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 tausend. Im August 2016 teilt er mit, er sei unheilbar an Lungenkrebs erkrankt. Er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Erst nach einem Jahr zeigt sich der 72-Jährige wieder in der Öffentlichkeit. Der Grund, die Einweihung einer lebensgroßen Polo-Hofer-Statue. Das freut mich gleich wahnsinnig. Viel mehr, als wenn ich den Brio bekomme. Die Muskulatur des Mundart-Rockers sichtlich geschwächt. Trotzdem ist er voller Witz und Zuversicht. Machen Sie sich Gedanken über das Jenseits. Ich bin einfach gewundert, was passiert, wenn man den Schritt auf die andere Seite macht. Sie Angst davor? Nein, ich bin gewundert. Polo Hofer prägte während 50 Jahren die Schweizer Kulturszene. Sein Schaffen längst ein Stück Schweizer Identität.